Hi Leute, willkommen zu Dragen gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Waffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, ja, was machen wir denn heute? Und zwar mal wieder ein kleines Tipps- und Tricks-Video. Ne? Der ein oder andere, der hat vielleicht auch schon mal sich ein Schwert selber gebaut und weiß wahrscheinlich, wird das immer ein bisschen problematisch ist, die Klinge gerade zu kriegen. Also ohne, dass die dann hier so Wellemann und Söhne hat. Ne? Ja. In dem Video werde ich euch mal einen Tipp geben, wie ihr das Ding ganz simpel, ohne große Probleme, gerade kriegt. Ich hatte nämlich selber viele Jahre lang immer das Problem, dass das irgendwie immer so ein bisschen wellig wurde. Deshalb, da ich gerade an dem Schwert ja am Reparieren bin, also das Video mit der Restauration, werde ich euch in dem Video mal zeigen, wie man so eine Klinge dann gerade kriegt, damit das nachher auch vernünftig aussieht. Ich hoffe mal, das Ganze interessiert euch. Wird wahrscheinlich nicht allzu lang werden, das Video, aber es muss ja nicht wie das letzte, was ich ein bisschen übertrieben habe mit über einer Stunde. Ne? Aber wie gesagt, bleibt dran. Wir sehen uns. Die Klinge ist jetzt soweit geklebt. Jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert, dass man die Klinge gerade kriegt. Wie ihr seht, ich habe hier extra ein bisschen total übertrieben breiter gemacht. Ne? Also hier von dem hier auch ein bisschen krumm aufgeklebt. Ich hoffe, das klappt mit dem, was ich von der Klinge machen will. So, und zwar, der Trick an der Sache ist, früher bin ich ja hingegangen, da habe ich hier gemessen, die Mitte, und dann habe ich hier Linien angemalt, aber irgendwie sah das dann immer noch hier so nicht so ganz gerade aus. Ne? Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Da gibt es einen ganz simplen Trick. Das ist auch, ihr müsst ein bisschen gucken, dass die Klinge, wenn er die hier so klebt, ein bisschen breiter ist. Am besten so, ich sag jetzt mal Zentimeter, vielleicht 2, je nachdem wie sicher ihr euch seid. In dem Fall ist, glaube ich, hier 1 Zentimeter die Klinge hier, also das mittlere Stück. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das auch mittig dran kriege. Und dann nehmt euch einfach ein Brett, ein dünnes. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das hier hinten ungefähr mittig kriege. Beziehungsweise mit der mittleren Matte, dass das nachher alles soweit passt. Das haben wir natürlich oben noch nicht so ganz gerade, aber das ist noch nicht so schlimm. Wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir das jetzt hier soweit gerade kriegen. So, da guckt er dann, dass hier auf beiden Seiten, dass das vernünftig ist. Dass ihr dann noch ein bisschen was wegschneiden könnt. Hier habe ich ein bisschen sehr krumm drauf geklebt, aber wie gesagt, ist nicht schlimm. Entweder guckt ihr, dass ihr jemanden habt, der das Brett dann nachher festhält, oder ihr nehmt Schraubzwingen oder hier so Klemmen. Die funktionieren eigentlich auch ganz gut. Ich muss da nur ein bisschen gucken, weil zum Schneiden ist das dann nicht ganz so optimal, weil die Teile ein bisschen aufliegen. Das ist dann nicht so das Optimalste. Kann man aber machen. Im Endeffekt können wir auch hingehen, wenn das Brett fest genug ist, macht er erstmal hier an der Seite. Was natürlich auch gemacht werden kann, dass er ein bisschen weiter drüben macht. Dann kann man das noch so ein bisschen auflegen. Ja. Aber in dem Fall mache ich das jetzt mal hier so. Dann können wir nämlich hingehen. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Das Brett ist ein bisschen kürzer wie die Matte hier. Das ist nicht so schlimm, wenn es nicht ganz so ist. Und dann legt er das einfach und schneidet dann quasi hier am Brett entlang das Überstehende weg. Mache ich jetzt erstmal hier so auf beiden Seiten. Ja, hier habe ich schon ein bisschen wieder nicht sauber geschnitten. Wenn das Brett sich dann ein bisschen bewegen kann, klappt das auch nicht immer ganz so gut. Und an der Stelle habe ich nämlich nicht so richtig erwischt. Das liegt jetzt aber daran, weil das hier nicht so richtig gut aufliegt durch die Zangen hier. So, dann machen wir jetzt hier hinten das Brett mal fest. Gucken. Vernünftig auflegen. Hier auf der Seite
dürfte das eigentlich gar kein Problem geben. Ihr seht, das ist hier mit dem hier oben. Das zieht dann immer schon mal so ein bisschen rüber. Dabei müsst ihr auch immer gucken, dass ihr eine scharfe Klinge nehmt. So. Ganz jetzt mal hier so rüber. Mal gucken, dass das danach auch wieder bündig ist. Klappt das eigentlich relativ gut. Hier auf dem Tisch ist ein bisschen immer, ich muss hier mal so ein bisschen hin und her machen, aber es geht, es hält sich noch in Grenzen. So. Wie ihr seht, das hat noch nicht so ganz vom Brett her. Aber jetzt müsste es eigentlich gut sein. So. Ja, das sieht doch gut aus. Hier muss man noch mal ein bisschen nachschneiden. Noch ein bisschen locker das Ding hier. Dann muss ich hier noch mal ein bisschen das Ding auch ein bisschen nachschneiden an der Stelle. Das ist nämlich noch nicht so ganz das Optimale. Wie gesagt, aber damit klappt das eigentlich ganz gut. Ups. Das ist halt immer die Cutterklinge, die verschiebt sich schon mal so ein bisschen. So. Ja. Schauen wir mal ab das Ding. Aha. So, das ist noch nicht so 100%. Ich sehe das schon hier an der Stelle, war nicht so toll. Da kriege ich schon wieder so leicht Pimpernelle. Aber das ist nicht so unbedingt schlimm, weil wir ja nachher noch die Schräge reinmachen. Obwohl es schon ein bisschen viel ist, würde ich sagen. Hier habe ich ein bisschen extrem krumm geschnitten. Aber das ist nicht schlimm. So, passt auf. Dann gehen wir jetzt hin. Dann nehmen wir einfach den Anfang vom Brett, weil der im Normalfall ja im rechten Winkel ist. Und schon habt ihr das hier vorne dann auch schon. Hier das Ding ist jetzt natürlich nicht so das Optimale. Aber das kriegen wir auch noch hin. So. Hier ist noch so ein kleines Stückchen. Naja, aber hier, da habe ich extrem krumm geklebt. Deshalb ist das hier auch nicht so gut geworden. Aber wie gesagt, das ist nicht so schlimm. Da kann man noch ein bisschen was nachmachen. Dann geht das eigentlich auch. Aber so kriegt ihr im Normalfall die Klinge gerade. Ihr seht ja hier so in dem Fall, hier ein klein bisschen noch, aber das liegt daran, dass ich dann beim Schneiden halt hier an der Stelle nicht so gut schneiden konnte. Sonst wäre das jetzt nämlich auch gut gerade. Aber wie gesagt, wir gucken jetzt einfach mal. Dasselbe, was wir an der Spitze gemacht haben, das machen wir jetzt hier hinten auch. Wir geben einfach ein Brett hin, nehmen ein bisschen mehr wie den Abstand hier. Ich mache das jetzt mal wieder so ein bisschen nach Augenmaß. Zieht dann quasi hier einfach so ein bisschen die Linie durch. Von der anderen Seite. Dann können wir quasi auch das Brett nehmen. Guckt, dass die an den beiden Linien vernünftig anliegen. Und schon habt ihr das so, dass ihr da auch abschneiden könnt. So. Schneid jetzt immer erstmal hier so an den beiden Seiten ein. Und dann können wir das dann einmal rundherum ein bisschen abreißen. So. Dann holt sie schon mal runter. Natürlich immer gucken, dass er ein bisschen Kernstab runterschneidet. So. Ein bisschen
Stichfessel haben wir noch dran. Aber das, ja, schon habt ihr hier unten das gerade und oben, ups, und oben auch. Nur wie gesagt, ich habe ein bisschen extrem schief. Also sowas habt ihr da nicht, wenn ihr die Klinge noch ein bisschen breiter gemacht hättet, also was dann übersteht. Wenn ich die genauso breit gemacht hätte jetzt wie die 10er Matte, wäre das gar kein Problem gewesen. Nur wie gesagt, jetzt habe ich hier ein bisschen, ich hatte das ein bisschen mit dem Schief übertrieben beim Kleben. Deshalb haben wir jetzt hier noch diese Kante. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht so das Problem. Und zwar, jetzt gucken, wo ich jetzt schon wieder, ich habe doch gerade noch einen Kugelschreiber hier, Leute. Ich habe jetzt schon wieder hingeschmissen. Hallo, Kugelschreiber. Ich auf die hier offen. Na, da liegt er. Wir machen jetzt einfach mal noch nur so bis hier kurz so vor dem Leder. Wir müssen ja dann auch noch die Spitze quasi machen. Da gehe ich auch wieder hin, mache das einfach so frei Hand. So, das ist dann quasi nachher, wo ich die Spitze dann rausschneide. Jetzt gehen wir einfach mal hin. Dadurch, dass dann nachher sowieso noch ein Stück Fehlschärfe rankommt, ist das jetzt nicht so schlimm. Bei unten müssen wir noch ein Stück dran setzen. Und dann machen wir einfach schon mal die 45 Grad Phase rein. Erstmal so ein bisschen kleiner. Ich hätte jetzt auch noch ein bisschen nachschleifen können, aber das mache ich dann später. Das ist eigentlich relativ gerade geworden. Wie gesagt, nur an der einen Stelle, da wo ich ein bisschen übertrieben habe mit dem Vermurkskleben. Also wirklich ein bisschen übertrieben. Also im Endeffekt geht es darum, benutzt das Brett und dann kriegt das eigentlich ganz gerade hin, wie ihr seht. Außer schlammt halt beim Draufkleben. Das war jetzt wirklich ein bisschen sehr übertrieben, was ich da drauf gemacht habe. Aber da ich euch mal wieder zeige, wie man das dann wieder ausgebügelt kriegt, selbst wenn man das dann total übertreibt. So. Das wird jetzt nämlich schon weniger, allein schon durch die kleine 45 Grad Phase, die ich jetzt reinschneide. Wenn wir die jetzt noch größer machen, dann haben wir das quasi schon fast weg. So, jetzt gehen wir ein bisschen hier über die Klebekante drüber. Nicht so viel. Cuttermesser am besten immer so ein bisschen hier so quasi so auflegen, dass ihr das dann quasi so ziehen könnt. Wie ihr seht, ich gehe dann auch immer wieder so ein bisschen wieder zurück. Ja. Wenn ich merke, dass das dann zu weit reingeht oder so. Und auch je nachdem, die Cutterklinge, die war zwar bis gerade noch eigentlich eine ganz neue und scharfe, aber das ist halt ab und zu auch schon mal, dass die relativ schnell wieder stumpf werden. So, das geht mit der hier. Wie gesagt, zum Kleben nimmt er dann am besten so als Anschlag immer hier so eine Klebekante. Wie ihr seht, ich bin jetzt hier an der Stelle, wo ich so schlampig geschnitten habe. Ne? Seht ihr das hier mit der Kante hier? So.
Seht ihr, und schon ist das hier auf der Seite schon weg. Also wie gesagt, das ist alles kein Problem, wenn man weiß, wie man ausbügeln kann. Die Latexdose liegt auf dem Keks, auf Seite stellen. Dann komme ich da dauernd dran. Dann auf der anderen Seite auch. Das ist natürlich immer, je länger ihr durchziehen könnt, umso sauberer ist der Schnitt und umso weniger müsst ihr dann später schleifen. Nur so als kleiner Tipp. Prinzipiell würde ich auch hingehen und die Spitze jetzt noch machen. Also auf jeden Fall schon mal ausschneiden, aber das mache ich jetzt mal ein bisschen später. Es geht ja im Prinzip erstmal nur darum, ihr quasi die Klinge gerade kriegt. Je sauberer jetzt das hier natürlich macht, umso gerader wird die nachher dann auch. Ne? Und natürlich auch im Vorfeld, wenn ihr das dann am Schneiden seid mit dem Brett. Ne? Müsst halt dann nur gucken, dass ihr dann halt ein Brett habt, weil auch dementsprechend die Breite habt, wie ihr die Klinge dann nachher haben wollt. Aber wie gesagt, wenn ihr euch nicht so sicher seid, nehmt so, ich sag jetzt mal 2 cm mehr, wie die Klinge nachher breit werden soll, damit ihr links und rechts genug habt zum Wegschneiden. Wenn ihr das dann ein bisschen schief drauf geklebt habt, dann ist das eigentlich auch kein Problem. Jo, der habt ein bisschen mehr Verschnitt, aber ich glaube, da kann man noch mit leben. Hauptsache, ihr kriegt die Klinge vernünftig hin. Jo, und wie gesagt, hierbei, je besser ihr guckt, müsst ihr halt immer gucken, dass ihr hier so die Klebenähte von den Matten so als wo ihr euch dann orientiert, und je gleichmäßiger ihr dann quasi das dann schneidet, umso besser wird es danach und umso weniger müsst ihr dann nachher nachschleifen. Obwohl das Schleifen das kleinste Problem ist. Schlimmer ist es, wenn ihr zu viel weggeschnitten habt. Seht ihr hier auf der Seite, jetzt geht das auch weg. Noch nicht ganz. Ein bisschen was habt ihr hier noch, aber wenn ihr dann nachher am Schleifen seid, dann ist da so gut wie nichts mehr von übrig. Und dann sieht das eigentlich ganz gerade aus. Ein bisschen Arbeit ist es immer, also ganz ohne Schleifen werdet ihr nicht von kommen, aber das macht euch der Arbeit schon um einiges leichter, wenn ihr das dann mit dem Brett macht. Muss ja auch nichts Teures sein, ihr guckt einfach eins, da ihr eins findet in der richtigen Breite, wie ihr nachher die Klinge haben wollt. Und dann geht ihr in den Baumarkt, kauft euch so ein Ding. Könnt ihr ja auch immer wieder benutzen. Je nachdem vielleicht auch noch für andere Sachen. So. So. Das wäre jetzt erstmal soweit mit der Klinge. Die kann man dann noch schleifen, dann wird es noch ein bisschen gerader, aber darum ging es jetzt in dem Video quasi nicht. Das ging jetzt erstmal darum, dass er quasi die Klinge vernünftig gerade kriegt. Ne? Wie gesagt, legt das Brett drauf, wie ihr das dann beschwert, ist dann eure Sache. Nachher dann die Spitze, wie gesagt, das ist jetzt, die hätte ich normalerweise direkt jetzt auch schon gemacht. Dann hätte ich hier die Mitte gemessen, hätte eine Schablone angelegt und dann das und dann vorher noch geschnitten und dann erst geschnitten. Aber das kann man so auch machen. Wie gesagt, da geht jetzt erstmal nur darum, dass ihr seht, wie man so generell die Klinge, dass die so gerade ist, hinkriegt. Ich hoffe mal, dass ihr das verstanden habt. War ja jetzt nicht wirklich so kompliziert. Also im Endeffekt Matte breiter machen, ein Brett in der Klingenbreite euch besorgen, gucken, dass ihr das drauf legt, dass er sich nicht mehr verrutschen kann. Und dann links, rechts mit dem Cutter vernünftig gerade lang ziehen, abschneiden. Und dann habt ihr schon mal die Klinge so im Gesamten schon mal gerade. Den Rest müsst ihr halt gucken, dass ihr dann gleichmäßig schneidet und dann nachher schleift. Und schon habt ihr eine weitgehend gerade Klinge. Vielleicht ein bisschen krumm an 1, 2 Stellen, aber das liegt dann dran, wenn ihr nicht sauber gearbeitet habt oder genau genug. Ich hoffe, das Ganze hat euch mal wieder ein bisschen was bei euren Projekten weitergeholfen, wie ihr eine Klinge vernünftig gerade kriegt. Wie gesagt, ich hatte beim Quer drauf, also bei der 6er Matte ein bisschen wirklich sehr übertrieben mit einem Kreuz und Quer drauf kleben. Aber wie gesagt, ich wollte das euch im Video zeigen. Hat trotz allem ja geklappt, wenn man weiß, wie man da noch ein bisschen was verbessern kann. Ne?
Habt ihr gesehen, dann mit der Phase nachher, wo die Klinge dann die Schärfe reinkommt und schon war es so gut wie weg. Jetzt noch ein bisschen drüber schleifen und dann ist das Ding weitgehend gerade. Wie gesagt, das liegt dann an euch, je nachdem wie genau ihr arbeitet. Ja, das war es schon. Dann hoffe ich mal, das hilft euch dabei, dass ihr eure Schwerter gerade kriegt, dass die nicht aussehen wie so eine krummen Säbel. Ja, dann sehen wir uns wieder bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.